Muskeln und Gelenke bewegen und verschieben sich. Der Puls wird schneller. Das Blut rauscht durch Arterien und Venen. Bei einer Schwangerschaft verändert sich jedes Organ im Körper. Verschiedene Hormone lösen diese Veränderungen aus, sobald die Schwangerschaft einsetzt. Wenige Tage nach der Befruchtung nistet sich der Embryo in der Gebärmutterschleimhaut ein. Da sich dessen DNA von der seiner Mutter unterscheidet, müsste ihn das Immunsystem eigentlich als Fremdkörper erkennen und ihn zerstören, so wie es das mit Bakterien und anderen schädlichen Mikroben tut. Das ist die Herausforderung. Das Immunsystem der Mutter muss sowohl sie selbst als auch den Fötus schützen, kann aber nicht so reagieren wie sonst. Was passiert, ist jedoch nicht einfach eine Verringerung der Immunreaktion. Stattdessen ist es eine komplexe Interaktion, die wir gerade erst zu verstehen beginnen und an der viele verschiedene Arten von Immunzellen beteiligt sind, von denen einige den Fötus vor dem Angriff anderer Immunzellen zu schützen scheinen. Außerdem bildet sich am Muttermund ein antibakterieller Schleimpfropf, der Keime fernhält und bis zur Geburt verschlossen bleibt. Im Laufe der Schwangerschaft dehnt sich die Gebärmutter mit dem Fötus nach vorn und nach oben aus. Um Platz zu schaffen, signalisieren die Hormone Progesteron und Relaxin den Muskeln, sich zu entspannen. Auch die Muskeln, die Stoffe durch den Verdauungstrakt befördern, entspannen sich. Das macht sie träge und die verlangsamte Verdauung führt zu Verstopfung. Erschlaffte Muskeln im oberen Magenbereich können dazu führen, dass Säure in Speiseröhre und Rachen gelangt und Sodbrennen verursacht. Das verstärkt oft morgendliche Übelkeit, die unter anderem durch das Hormon HCG hervorgerufen wird und auch zu anderen Tageszeiten auftreten kann. Die wachsende Gebärmutter drückt gegen das Zwerchfell, den Muskel, der die Brust beim Atmen dehnt und zusammenzieht. Das schränkt die Bewegung des Zwerchfells ein. Zum Ausgleich regt das Hormon Progesteron die Atmung an. Die Schwangere atmet schneller, sodass sie und das Baby trotz verringerter Lungenkapazität genug Sauerstoff erhalten. Das kann bei der Schwangeren zu Kurzatmigkeit führen. Die Nieren schütten derweil vermehrt Erythropoetin aus, ein Hormon für die Produktion roter Blutkörperchen. Die Nieren geben nun auch weniger Salz und Wasser in den Urin ab und nutzen diese Stoffe zur Steigerung des Blutvolumens. Das Blutvolumen einer Schwangeren erhöht sich um mindestens 50%, doch das Blut ist dünner, da es nur rund 25% mehr rote Blutkörperchen enthält. Unser Körper bildet Blutzellen mit Hilfe von Eisen aus der Nahrung. Jedoch bildet auch der Fötus seinen Blutvorrat aus den Nährstoffen in der Nahrung der Mutter, sodass weniger Eisen und andere Nährstoffe für sie übrig bleiben. Das Herz muss besonders schwer arbeiten, um das ganze Blut durch den Körper und die Plazenta zu pumpen. Der Puls einer Schwangeren steigt daher an, aber wir wissen nicht genau, wie sich der Blutdruck in einer gesunden Schwangerschaft verändert. Ein wichtiges Forschungsgebiet, denn einige der gravierendsten Komplikationen stehen in Zusammenhang mit Herz- und Blutdruck. Die sich ausdehnende Gebärmutter kann Venen quetschen, wodurch sich Flüssigkeit in Beinen und Füßen ansammelt. Drückt sie auf die sogenannte Vena cava inferior, kann sie den Rückfluss des Blutes zum Herzen behindern und bei längerem Stehen einen schwindelerregenden Blutdruckabfall verursachen. Einige dieser Veränderungen kehren sich bereits vor der Geburt um. Kurz vor der Niederkunft sinkt der Fötus nach unten, wodurch sich der Druck auf das Zwerchfell verringert und die Schwangere tiefer atmen kann. Während der Geburt wird mit dem Platzen der Fruchtblase ein Großteil der überschüssigen Flüssigkeit im Körper ausgeschieden. In den Wochen nach der Geburt nimmt die Gebärmutter wieder ihre ursprüngliche Größe an. Eine Schwangerschaft wirkt sich aber auch auf das Gehirn aus. Allerdings ist das mit am wenigsten erforscht. Neuere Studien zeigen Unterschiede in Gehirnscans nach der Schwangerschaft und der frühen Elternschaft, was nahelegt, dass diese Veränderungen adaptiv sind. Das heißt, sie könnten mütterliche Kompetenzen fördern, wie etwa die Fähigkeit, Mimik zu deuten, da Babys nicht sprechen können. Der Mangel an Wissen über die Auswirkungen der Schwangerschaft auf das Gehirn verdeutlicht, bisher hat sich fast die gesamte Schwangerschaftsforschung auf den Fötus und nicht auf die schwangere Frau konzentriert. Die Erfahrungen während der Schwangerschaft können sehr unterschiedlich sein, sowohl bei gesunden Verläufen als auch bei Komplikationen. Neue Studien sollten helfen, die Gründe dafür zu verstehen und effektive Behandlungen zu entwickeln.
Da jede Schwangerschaft anders verläuft, ist es wichtig, dass man bei konkreten Fragen einen Arzt konsultiert. Inzwischen erleben wir eine aufregende Wendung, weil sich die Forschung jetzt immer mehr mit der faszinierenden Biologie der Schwangerschaft befasst. Willst du mehr darüber erfahren, wie sich emotionaler und geistiger Stress auf den Körper auswirkt? Dann sieh dir dieses Video an und abonniere unseren Kanal, um ständig etwas dazuzulernen.